Lizenz Novize. Ratsmitglied Tertiär. Stein von Murnau 1231. Gravur auf Granodiorit. Eingraviert von Leopold II. Von Murnau. Selbst dem Bruder der vom Schicksal gebeutelten Zwillinge Wayland und William und Gründer der Leopold-Gesellschaft. Die Gesellschaft, die 1231 von Papst Georg IX. Autorisiert wurde, widmete sich der Bekämpfung aller übernatürlichen Bedrohungen für die katholische Kirche und die Menschheit. Nach seinem Testament ließ Leopold die Hierarchie seiner Gesellschaft in diesen Stein eingravieren, der im Konklave geweiht wurde. Er wurde während einer Reise von Avignon im Jahr 1355 beschädigt. Abt, Sens, Ratsmitglied, Tertiär. Okay, das sind die Symbole, die wir auch in den roten Dingern haben. Kult, Weisheit. The Boston Arcanum caught fire. I don't remember when it happened, but it goes back a while. Arcanum-Wappen. 1887 geschätzt. Farbe der Holzschnitzerei. Farbe auf Holzschnitzerei. Ein verbranntes Wappen eines Verbands von Arcanum. Einer geheimen Gesellschaft, die sich dem Studium übernatürlicher Kreaturen widmet. Möge dies eine Erinnerung daran sein, dass in einer Welt wie der unseren das Studium von Arkan-Themen unser Leben in Gefahr bringt. Was? Magie ist voll nice. Oh. Florins that belonged to former hunters. What do they hope to get out of them? Altes Geld. Schwerter. Bücher. Schatzabteilung des Cenaculum von Boston, Leopold-Gesellschaft. Die Schatzabteilung ist das Resultat jahrelanger Forschung von Hunderten von Männern und Frauen in aller Welt. Sie steht all jenen offen, die sich gegen die wachsende Dunkelheit stellen und ihr Leben dem Schutz der Unschuldigen widmen. Die Reliquien, Bücher und andere Gegenstände, aus denen diese Sammlung besteht, sind Leihgaben aus anderen Kenakula. Das ist bestimmt falsch ausgesprochen, oder? Manche stammen gar aus den Sammlungen des Vatikans. Aufgrund ihrer Beschaffenheit und ihres Alters handelt es sich um seltene und empfindliche Gegenstände, weshalb es notwendig ist, sie mit größter Sorgfalt zu behandeln und sie so wenig wie möglich anzufassen. Obwohl es sich bei diesem Raum nicht um eine Kirche handelt, sind Respekt und Ruhe geboten. Dies ist ein Ort des Studiums, der Forschung, aber auch der Kontemplation. Kontemplation. Was ist das für ein Wort? Sich versenken in etwas. Sich konzentrieren. Konzentrieren. Beschauliches Nachdenken. Im Inneren sammeln und religiöse Betrachtung. Kontemplation. Okay. Wir glauben fest an die Macht der Symbole und die Beschwörung der Schönheit, um unsere Kräfte in diesem heiligen Krieg zu stärken. Stöbern Sie also ruhig in den Büchern der Bibliothek. Bitten Sie um Einsicht in unsere Archive oder bewundern Sie einfach die Werke derer, die vor uns auf dieser Erde wandelten. Diese Reliquien sind ausgestellt, weil sie ihrem Träger einst im Kampf gegen die Dunkelheit dienten. Mögen Sie auch Sie inspirieren, ob sie nun gläubig sind oder nicht. Kirche, 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 Kirche. Hey, das zweite von oben so ein bisschen, ja. Aber nur so ein bisschen, aber auch nicht so richtig. Oh, das ganz oben ist ein Witcher-Schwert. Excuse me. If you're looking for a little light reading, this is not the place. I'm looking for something a little different. Can I help you?
I see that we have collected a lot of things. Yes, and it can be complicated to find your way around. What are you working on? Unfortunately, I'm not allowed to talk to you about it. Well then, you'll find some other way to get the information you're looking for. The person in charge here, if I needed to talk to him, how would I go about doing it? It's not easy. In general, Father Joseph doesn't leave the conservation area until he has finished his work. If he's restoring something, it can take a long time. He locks himself in with everything he needs, food and drink, and we don't see him again until he's done. Not even a short break? He's stubborn. Some days he impresses me, others he worries me. That's just what it's like working with him. So he doesn't come out? That doesn't mean he can't be reached. He approves every request to borrow a book from the conservation area through a computer system. So, if I request a book, he'll come and hand-deliver it to me? No, it's automatic. He'll just approve the request. His work is very important. We do everything we can not to interrupt him. I'd rather you not disturb him. Das funktioniert nicht so gut. You have to admit it's unusual. I've rarely seen such extreme measures taken for a library. It's like being in a bank. It's worse than a bank. It's a museum. I'm intrigued. All these works are rare and precious. If anything were to happen to them, it would be a devastating loss, especially for Father Joseph. He spends a lot of time maintaining them. He really cares about them. I'll be going now. Richtig viel hat mir das nicht weitergeholfen. Vorgehen. Schatzabteilung des Kreises von Boston. Begeben Sie sich in den Leseraum. Wählen Sie auf dem Bedienfeld das Werk aus, das Sie einsehen möchten. Die Aufsicht wird Ihnen einen Antrag genehmigen und Ihnen das Buch zusenden. Geben Sie das Buch zurück, bevor Sie den Raum verlassen. Bitte gehen Sie äußerst vorsichtig mit diesen seltenen und unbezahlbaren Büchern um. The cover of a very old book. Originaleinband der Erstausgabe von Göttlichen Zorn von Giovanni Rossi. Diese Art von Einband ist typisch für okkulte Werke für der späten Neuzeit. Das neueste Exemplar dieses Buches ist im Leseraum erhältlich. Drachis! These diamonds are nothing compared to the ones I used to sell. It was long ago. Ja, wir waren halt Seefahrer, Pirat vor langer, langer Zeit oder sowas. Oh, ein Spartanschwert. Noch eine Witcher-Klinge. Da geht's auch wieder in Richtung Altair. Arcanum-Verbände. Bestandsaufnahme der bekannten Standorte der Organisation: Zürich, Boston, Wien, New Delhi, Las Vegas. I'm busy. Sorry. Was ist mit deinem Dingslo? Hast du dir deinen Bumsi hier in die Hose geschoben? Empfohlene Lektüre: Joseph Manor, Tarsier des Kanum von Boston und Leiter der Schatzabteilung. Sonnenlicht und Vampire. Lykatropie. Die Macht unseres Glaubens. Bäh.
Ah, hier kann ich das Buch bestellen. Oh, was ist das denn? Liste der Bücher im Restaurationsraum. Der Gipfel des Blutgottes von 200. Mexiko-Stadt. 2411. I'm not interested in that. This is a waste of my time. Okay, Timeline. Ups. Öl auf Leinwand. Friedrich von Smiesel. Linz, Österreich, von links nach rechts. Hans von Friebeis, Bürgermeister von Linz. Hektor Dietrich, Kanzler des Wiener Arkonums. Charismatischer Anführer mit rätselhaftem Ursprung. Manche behaupten, er stamme aus einer langen Reihe von Vampirjägern. Dr. Sammus Sloan. Renommierter Wissenschaftler und Autor, Experte für übernatürliche Wesen. Anton Woldenina, Jäger. Ein unermüdlicher Monsterjäger, der kurz nach dem Treffen verschwand. Irina Volodina, Jägerin. Eine fabelhafte Monsterjägerin, die zusammen mit ihrem Bruder Anton verschwand. Anmerkung zu Marie Simon. Marie Simon, parallel zwischen den Ausgebluteten und der französischen Revolution ist absolut fesselnd. Ihr zynischer Blick auf die Ereignisse nach dem Fall der Bastien bis hin zur Bonaparte wirft ein Licht auf die Methode, mit denen die Geschöpfe der Nacht die menschliche Gesellschaft beeinflussen, obwohl nichts von denen, was sie berichten, verifiziert werden kann, da es keine zuverlässigen Quellen gibt. Kann davon ausgegangen werden, dass es sich nicht um das Werk einer Lügnerin oder Hochstaplerin handelt, wie diejenigen behaupten, die sie geköpft haben. Das erinnert uns daran, dass die Wahrheit ein tragischer Kampf ist und dass die Schatten dazu neigen, alles mit ihrem Leichentuch zu bedecken. Okay. Oh, I'm having a grand old time. Alte Münze. Ups. Empfehlung für die Beförderung zur Prüfung durch den Papst. Hier ist viel Text im Museum. Die Leopold-Gesellschaft in Anbetracht ihrer herausragenden Leistung bei den jüngsten Einsätzen empfehlen wir die folgenden Mitglieder zur Beförderung in einem höheren Rang. Magde von Faukon, aktuelles Ratsmitglied des von Orleans. Ah, guck mal, da unten ist Chiara Farone als Tertia von Mailand für ihren Beitrag zum Wissen. Okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall den Tertia. Dings. Die hieß doch so, ne? Der wir da die Hand abgeschnitten haben.
Tertiär. A new face, suddenly overcome by a need for reading material? I just joined the department. We've got a few too many newbies around here, if you ask me. At least you're not from the Vatican. Are they causing trouble? They're a real secretive club. Information doesn't circulate freely, if you know what I mean. That's pretty much the opposite of my job description. Well, I've got a lot of work. Okay. I'll be going now. War ein kurzes Gespräch. The Boston Globe. Das älteste Gebäude im Stadtzentrum ging in Flammen auf. Ein tragisches Feuer in unserer schönen Stadt zerstörte eines der ältesten Gebäude der Bostoner Innenstadt in der Blablabla Street. Obwohl die Feuerwehr schnell eintraf, war der Schaden irreversibel. Der Dachstuhl, wahrscheinlich der Brandherd, stürzte schnell ein und ließ den Helfern keine Chance, das Gebäude zu retten. Trotz der völligen Zerstörung wurden nur 3 Todesopfer gemeldet, da sich zum Zeitpunkt der Tragödie nur wenige Menschen im Gebäude aufhielten. Derzeit wird untersucht, wie es zu diesem schrecklichen Vorfall kommen konnte und wer dafür verantwortlich ist. In dieser Zeit der Trauer sind unsere Gedanken und Gebete bei den Familien und Freunden der Opfer. Mögen diejenigen, die uns verlassen haben, in Frieden ruhen. Figures. I can't find what I'm looking for. Higher clearance required. Okay, Daten hier am Computer. Doesn't seem to work. I found a sicheren Raum. Falls ich mal wieder zwischendurch Bungi habe. Dann können wir uns da drin mit jemandem verabreden. Hihihi. Wow. Higher clearance required. No, that doesn't work. Kann ich mein Implantat schon upgraden? Warte, wir müssen noch mal gucken, was wir jetzt eigentlich haben. Wir sind jetzt Tertiär, ne? Oh, hallo. Die sehen aber lecker aus. Oh, Tertiär ist sehr weit unten. Ratsmitglied ist dann das Omega-Symbol. Tertiär. I don't understand. Das Ding ist Novize. Status müsste dann Novize sein. Das Omega, das Quadratding. Ja, kurz nochmal vergleichen gehen. Oh. Is that it? Novize, Tertiär. Ratsmitglied, Tertiär.
Die upgraden wir. Dann kommen wir zumindest hinten an den Computer vielleicht. The implant was deactivated. I need to be careful. That's the key to my cover. Erblühen des Lebens. Erblühen des Lebens, sofern er nicht absichtlich in dem Stadium versetzt wird, das dem Leben ähnelt, ist der Körper eines Vampirs funktional tot. Der Untod macht sich dadurch durch bleiche oder fahle Haut, kaltes Fleisch und dem Fehlen von Atem, außer um zu sprechen, und Herzschlag bemerkbar. Ein Vampir kann das Blut durch den toten Kapillargefäße seiner Haut und in sein vertrocknetes Herz fließen lassen, um eine Nacht lang wie ein Mensch zu wirken, indem er Herzschlag, Körpertemperatur und Atem nachahmt. Der Vampir kann sogar einer flüchtigen medizinischen Untersuchung standhalten, obwohl ein intensiver Check-up ergibt, dass wesentliche Elemente, wie beispielsweise eine Darmflora, fehlt. Vampire können nicht kacken, Vampire können nicht... Wobei, schon, ne? Muss ja, wenn Essen reingeht, muss ja auch wieder rauskommen. Schatzabteilung des Kreises von Boston. Programm zur Konservierung. Anstehende Arbeiten im Rahmen der Restaurierungsprogramm von Pater Joseph. Die Werke stehen noch zur Einsichtnahme zur Verfügung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die zuständigen Personen. Rosie, Kommentar zu Der Dieb der Ewigkeit. Simon, Sie nähren sich von Blut und Hoffnung. Broschüre. Die Fremden des Waldes. Hüter des Glaubens. Männer ohne Glauben. Toll. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt, hier dran zu gehen. I am this close to giving up. Erlebe die Nacht. 1, 2, 5, 6. It's unlocked. The glass-walled room appears to contain very old books. They're extremely fragile. There must be a connection. Temperature, humidity. That can't be good for the books. What? Oh my god. No, 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 no! Ah, thus Cain went to Abel. Excuse me. My conviction might not be as strong as it used to, but I can still sense your true nature. My stomach is in knots. I'm not wrong, am I? And you aren't crying out for help? Should I? We could just have a conversation. Quietly. Okay. Why? I've been waiting for this moment for a long time. To meet a kindred, face to face. Who knows? Maybe you'll also learn something from the exchange. I am Father Joseph Manor. You can call me Caleb. Galeb. Very well.
That's a much better start to our conversation, or an exchange of best practices. I consider myself an interpreter of the great book of your existence, and you are a fascinating subject. What exactly are you looking for? You intrigue me. From a theological standpoint, you're an enigma. That's almost certainly for the best. I'm not so sure of that. Perhaps if we understood you better. It's not that simple. We'll always incite fear in humans. The mere mention of us generates a reaction of disgust. That could evolve. With time and patience. Time is one thing we don't have. The Inquisition only stops when all is consumed and reduced to ashes. Well, maybe we could find another remedy. You might be exactly what I'm looking for here. We could work together, but you're siding with the barbarians. A scholar like you has no place here. You're mistaken about us. Our common interest is to understand you. Then you must be blind. What makes you say that? The First Inquisition targeted heretics. We all know how that played out. In torture and flames. But that's all so far behind us. We don't have to make the same mistakes. I'm sure you know better than I do what happened in London and Vienna. And now, Boston. Unfortunately, the evidence is stacking up. Maybe what we're doing here isn't any different. It's obvious. Open your eyes. Admit that we can't just stand by and do nothing. Vampires are a threat. Why should I help you? Just think of all that we could do together. A mutually beneficial partnership would be ideal for a researcher such as yourself. Indeed. An unprecedented alliance. The offer is tempting, I admit. You must understand my hesitation. If you were in my shoes, would you trust yourself? You're not a sheep. That's obvious. But that doesn't mean you'd help your enemies. You made your decision when you chose not to call security. There's no reason to hesitate now. You don't understand the predicament in which I find myself. It seems so simple when you say it. But if evil is among us, it will be difficult to defeat. Like the snake in the Garden of Eden. So, I'll cut off its head. You mean to kill Monsignor Stanford? You're mad. That's not the solution. If we don't end this now, who knows what will remain of Boston when Stanford is finished with it? We won't go down without a fight. One single death to save so many lives. A simple sacrifice. I understand. I don't know where Stanford is, but you can locate him. Chiara Favarone, in the clinic. She's the only person who has access to that on the main computer. Very well then. But please, no unnecessary violence. Leave, now, before someone finds us together. Not so fast. I'm counting on your discretion. And I am counting on yours. Eieiei, das ist mutig von uns. He won't betray me. And who knows? Maybe I'll run into him again. Das war mutig, ihn nicht zu töten, oder? Schon ein bisschen gutgläubig. Okay, wir haben das, was wir brauchen, um ihn zu finden.
Mit der letzten werden wir nicht reden können. When you're done with that, get started on cleaning the last tank. Very well. What? What do you want? Dieses My Hoover. time is precious, and I've got a boss breathing down my neck. So if you have no business here, either leave, or I'll call your friends to drag you out of here. I'm doing an inspection. Oh, should I call you Inspector, then? There's nothing to investigate here. We're working, something you might not be familiar with. Now, get out of my way. We're all on the same team here. We're not going to get anywhere by tripping each other up. You're right. I get carried away. Sorry. I'm really under pressure right now. The problem with the tanks? You know about that? Yeah, that, and everything else. There aren't enough of us to keep it all running and keep up the pace. Well, I'll be getting back to work now. Ja, ich bin auch ein bisschen über den Pastor, ein bisschen. Your shoulder. Are you hurt? What? Oh, that. No. It's blood, but it's not mine. When you spend your days dissolving bodies, you're bound to get splashed. I'll be on my way now. Wartungsanfrage. Elektrische Paneele im Kontrollraum. Unterschrift EG. Der Novize. Das haben wir schon 13 Mal gelesen. A removable valve. This isn't for a large pipe. Nehmen wir mal mit. Can we talk later? I need to see you there. Yes. Of course. I need some food now. Bisschen rumschütteln, den jungen Mann. Das wird knapp. Dummy. Ja. Das ist wie so ein Milchshake. I don't understand. So, jetzt geht's mir wieder einigermaßen gut. Nur noch 2 Hunger. There's a space for a valve there. Chlorine solution. Ich glaube, damit lösen sie die Leichen auf. Mit der Chlorlösung, oder? Also ich habe das noch nicht so oft gemacht, aber wäre jetzt meine Vermutung. She has a red implant. That could help me find Stanford. Rather effective. Yes, that should shut a lot of them up. Who developed this amazing weapon? No, not her. There's no way. This kindred was starving.
How long did they keep him here? This looks like a weapon that has been taken apart. Most likely a prototype. Aber Chlorlösung? Von Abt Stanford im Blablabla von Boston, Monsignore Jan im Rom. Ihre Heiligkeit, anbei finden Sie einen Bericht über die Fortschritte der Mitglieder was Emmett Olsen angeht. Er hat seinen ersten Schritt in die Gesellschaft gemacht. Er zeigt jetzt mehr Selbstvertrauen angesichts seiner Loyalität und seinem großen Engagement habe ich mir erlaubt, ihn zu meinem persönlichen Assistenten zu machen. Ich muss zugeben, dass dies eine gewisse Erleichterung meines Arbeitspensums darstellt. Ich empfehle, dass er seine Novizität fortsetzt. Was Elle Gallagher angeht, es wäre falsch, sie noch länger auf ihren derzeitigen Rang zu belassen, wo sie so viel mehr zu bieten hat. Ich weiß, dass sie noch jung ist. Und dass einige unserer Brüder sie für labil und zu wenig fromm halten. Ich halte ihre Hartnäckigkeit, mit der sie versucht herauszufinden, wie wir unsere Feinde in Zukunft noch effektiver angreifen können, für ein wesentliches Kapitel, das wir prüfen müssen. Kapital, Entschuldigung. Dennoch bin ich geneigt, ihre Beförderung höchstens um ein paar Monate zu verschieben, um sie Demut zu lehren. Eine Tugend, an der es ihr manchmal mangelt. Joseph Menne. Wie üblich kann man Joseph nichts vorwerfen. Er kennt die Schatzabteilung und das darin enthaltene Wissen in- und auswendig. Er scheint jedoch entschlossen zu sein, alles über die Kreaturen zu erfahren, die wir bekämpfen, selbst aus den problematischen Studien. Ich empfehle, das Amt des Zensoren eingreift, um die Rechtmäßigkeit seiner Forschung zu überprüfen. Sollten sich meine Zweifel als unbegründet erweisen, werde ich Joseph sofort zur Beförderung empfehlen. Was kann ich über Chiara Favarone sagen? Was ich nicht schon gesagt habe. Ich glaube, ich war noch nie so stolz auf eine Elevin wie auf Chiara. Die einzige, was ich in ihrem Fall bedauere, ist, dass sie nicht meine eigene Tochter ist. Und wenn Sie mir diese fast blasphemische Bemerkung verzeihen, werden Sie sicher verstehen, dass ich damit zum Ausdruck bringen will, dass sie alles, was ein Mitglied der St. Leopold-Gesellschaft sein sollte. Fromm, ernsthaft, effizient. Ihre Forschung ist von unschätzbarem Wert und sie nimmt sie sehr ernst. Sie kennt bereits meine Empfehlung. Zu meinen Kollegen, zu ihr wie zu meiner Kollegin. Nur Chlor, damit Wasser verdünnt, okay. I.O. Novize. Hilfe, meine liebe Schwester. Wir haben einander versprochen, uns während unserer Novizenzeit gegenseitig zu helfen und ich habe mein Versprechen nicht vergessen. Ich habe mir einen Bericht von Monsignore Stanford ausgeliehen, den er für den Vatikan über uns schreibt. Er liegt auf meinem Schreibtisch, aber bitte schicke ihn mir schnell zurück. Er muss bald verschickt werden. Krimpzange. Eine Zange zur Bearbeitung von blanken, stromführenden Draht. Mit ihr kann man außerdem die darin herrschende Spannung messen. Verwurf Pyronflammenwerfer, Ignis-Granate, Vespa, 9 mm Geschosse, kritische Überhitzungsprobleme. Pfahlwerfer, wiederkehrendes Genauigkeitsproblem, Granate EG-14, unzureichende Streuung. Unzureichende Leistung.
Oh, Sicherheitsmaßnahmen zu verhindern, dass Lehrkörper in den Testbereich flüchten müssen. Ich kann den Raum da unten einfach... Pyrolysis protocol. What? Pyrolysis complete. Ja, es passieren halt manchmal schreckliche Dinge. It doesn't look damaged. A book about the Society of St. Leopold. Burned to a crisp. I won't get anything out of it, unfortunately. Hoppla. A book about the Society of St. Leopold. Burned to a crisp. I won't get anything out of it, unfortunately. Gallagher's not gonna like this. It's a perfect fit. Decontamination complete. Finally, the cleanup's going to start. We don't have all night. Decontamination complete. Decontamination complete. None too soon. Tank number 1 has been cleaned. Rahim, can you please set up the next test for me when you have time? I'll open the door for you. Ja. I don't understand. Okay. Aber anscheinend war der erste Ding schon den wir brauchten. Trinken wir ihn hier noch? Also wir können noch einen trinken. Meet me there. Einfach Safety-mäßig, dass wir keinen Hunger haben, wenn wir da runtergehen. Yummy. That should work. Welcome, Councillor Faverone. Very well. Let's see what I have access to now. Wonderful. I can access the database. Stanford.
Based on the GPS data, he's not far off. But below me, there's something flashing here. What did I unlock? A draft by Kiara Faveron. Monsignor, I am very honored by your offer to take over from you, but I am afraid I must decline. Our strategy is flawed. I've already told you that, and I wouldn't want to do any dishonor to your legacy here. Kiara Faveron. End of dictation. Interesting. But I'm here for Stanford. It's now or never. There he is! Ow! 9! The fuck? Take him downstairs. 9! Today is September 6th, 2019. This is confession number 6, conducted by Father Walter Stanford. I'm being assisted by Agents Hawthorne and Beck from SAD. The blank body was apprehended in our laboratory. I imagine you used one of your little magic tricks on the guards at the entrance to get inside. I don't recommend that you attempt that with me. I must endure this. Very well. Let's get down to the heart of the matter. Begin by identifying yourself. I won't say a word. You disappoint me. I expected more maturity from an old leech like yourself. We know all about you. Caleb, Suleiman, Parasite. They're all just synonyms. Repeat after me, Suleiman. Confiteor Deo Omnipotenti. Repeat. Mea culpa. Mea maxima culpa. Bear your guilt until your imminent final death. Bear it, and may the Lord have mercy on you. But let's not waste our time on trivial matters. You're a businessman. After all, time is precious to you, even if you have all eternity at your disposition. What do you want? I ask the questions, you answer. Things will be clearer that way. What did you hope to accomplish by coming here? I won't tell you a thing. You'll learn that I admire courage. But sometimes it comes with a price. Pray, if you still can. Domine la Maybe you'll stop your foolishness now. Be that as it may, you managed to find us. How? We have eyes everywhere. Did you really think we wouldn't notice anything? Impressive. Not to mention the fact that you managed to get in here. That's no small feat for a vampire alone. Were there any lost souls that helped you? Inquisitors see heretics everywhere, especially among their own ranks. You'll never make me talk. This could all be so much more pleasant. It's my fault. I must not have made myself clear enough. I take no pleasure in any of this. You're going to need to be more reasonable now. Let's try something else now. A subject that's especially dear to me.
I know there's a place where you believe you are in safety. Since you know where we are, don't you think it's only fair that you tell us where you are? I'd rather be destroyed. You leave me no choice. I'm going to have to purify you. I have so many more questions to ask. Let's see what I can find out from you. Alter Schwede, völlig zerstört. It seems we've caught another who's of greater interest than you. Who? See you soon, Caleb. Wow. Du hättest wichtige Antworten finden können, wenn du ein Buch vor den Flammen gerettet hättest. Ja, das war so verlockend. Da war ein großer roter Knopf. Dann konnte man draufdrücken und dann wäre Feuer. Gott, nicht anders. Das sah aber nicht nach einer gewonnenen Konfrontation aus. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich sehe das als Sieg an. Ich hätte nur noch das Buch finden können. Du hast biometrische Implantate. Stanford rein gar nichts verraten. Ich habe den Tertiär mir geholfen. Stanfords Aufenthaltsort. Ah, ich habe wieder ein paar Leute getötet. Du hast das Buch zerstört, dass die Leopold-Gesellschaft sehr wertvoll sind. Bücher, okay, mehrere. Du hast alle verdächtigen Gegenstände gefunden, die in Gefahr für die Maskerade darstellen. Geil. Ja, ist halt ein bisschen eskaliert eben. Aber uns geht's gar nicht so schlecht. Und er hat uns ja nur ins Gesicht geschossen. Wir sind ja nicht tot dadurch. Wir kommen dann nur in diesen komischen vegetativen Zustand, dass wir easy getötet werden können. Ja. Ach, da kommen wir ja gar nicht mehr was anderes zu spielen. Das war jetzt 2 nice Kapitel und das war ziemlich spannend jetzt mit den in der Basis von denen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. War ziemlich cool mit Caleb da rumzudümpeln. Wir starten jetzt gleich noch in EMEM rein, aber interessant, jetzt ob diese Brandings bleiben, die er uns da verpasst hat, ist jetzt fraglich. Weil die sind ja schon nicht ganz ohne. Aber das Kreuz auf der Brust sah schon irgendwie cool aus, was er uns da reingebrandet hat. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht unser Stil ist, so als Vampir. Aber cool sah es ein bisschen aus. Muss man schon sagen. So. Ja, Katze gibt gleich Essen. Also es ist halt echt gut gemacht. So. Verstehe gar nicht, warum die Wertungen so mies sind. Ich habe Freude dran. So, dann starten wir mal mit EMEM wird losgeschickt, um mit dem Bosner Anarchen eine falsche Allianz auszuhandeln. Sie braucht ihre Hilfe, wenn sie auf Long Island überleben will. Genau. Sie soll ja auch nach Long Island, um dann noch für eine Ablenkung zu sorgen. Mit Hilfe von so anderen, mit so einer anderen Vampir-Familie, Clan, Gang, die dann Long Island und die zweite Inquisition angreifen sollen.
Keine Zeit mehr. Geschwindigkeit. Okay, was haben wir hier noch? Vorahnung, die den Charakter eine potenzielle Zukunft offenbaren, welche sogar eintreten kann. Den Trailer gucken wir uns dann gleich nochmal an. Okay, hier finde ich jetzt alles nicht so interessant, aber wir können ja bestimmt nochmal da reingehen. Und der Weisheit. Lewis, over here. Hey, Saul. Took you long enough. Thanks for getting back to me. I wasn't sure you'd kept the pager. You owe me one. So, is it true? Are they really here? Yes. I warned Thane like you asked me to. He's waiting for you. What kind of mood is he in? Worried, suspicious. Expect to be put through the grinder. We'll see about that. Any advice? Depends on what you want with him. Just don't forget that you're not welcome here. Thanks, Saul. I feel much better now. Hey, vergiss nicht, dass du hier nicht willkommen bist. Is anyone with him? Yeah, the gang leaders. He sent for them before you came. Why did he do that? Why do you think? He's defending his territory. I want to see him. Wait for me here. Randall! Okay, you can go in. Was ich beim nächsten Mal machen? Mano. Mr. Thane, thank you for agreeing to see me. Saul told me about the SI. I got the message. Iverson didn't need to send one of her lackeys after me. That's not why Hazel sent me. Then why are you here? To ask for your help. The SI in Boston. Nobody saw it coming, and it's a real threat. But Hazel has a plan to get us out of this mess. Us? Since when is there an us? The SI is as much a threat to you as it is to us. The enemy of my enemy. Can we cut to the chase? We managed to pick up their trail from International Place. We know where they're hiding. They've got a base here? Yeah, on Long Island. They're more prepared than we thought. Underestimating adversaries is your defining trait. It's worse than anything we could have imagined. When you take into consideration what happened in Vienna and London, not many survived. It's gonna be a bloodbath for sure. But Hazel's the only one who can still keep that from happening. As arrogant as ever. At least she's got ideas. Not everyone can say the same. So what's her brilliant plan? She wants us to cover our tracks. Destroy everything they've got on us to buy us some time. How? By sending someone over there to damage their system. Me, actually. And you agreed? Of course I did. I'd do anything to save Boston. Then you're even dumber than I thought. I don't see how your little operation concerns us. I need a diversion. Something big. An assault. You want to use us. I want your help. The court will be there too. Think about it. A joint attack tonight. Just long enough to wipe everything they've got on us. No, it's out of the question. Sir. We didn't leave the cam to better serve the prince.
Let Iverson play her own hand. If she wants to throw herself on the pyre, that's her problem. Saris, tell everyone to come back. We're bringing in the patrols. Okay. Forget Hazel. I'm the one who needs your help. I won't be able to pull this off without you. You chose the wrong side. There's nothing I can do for you. I already gave you my answer. You're free to rethink the choices you've made, and you're free to leave. You're making a huge mistake. Das hat nicht so gut geklappt. God damn it. I warned you. I can't just leave like that. We've got to be able to make him change his mind. I've already done my part. Saul, please. You can't give up on me now. Damn it, Lewis. Does that mean yes? There might be a way. You're gonna have to hustle. Randall called the gang leaders here for reassurance. But they could be useful to you if you manage to convince them. Do you think Thane will change his mind? There's strength in numbers. You're the head of the coterie, too. They know you. If you talk to them... And then what? I've already risked my neck for you. I get it. Are you sure that could work? Thane's gonna be pissed. That's the risk. Take it or leave it. It's up to you. All right. Let's say for a second I want to try. Who are they? Saris and Rafa. She's in charge of the domain's militia. He heads up a group of hackers. You'll find them inside. If I manage to pull this off, are you with me? That's my condition. I can't go up against Randall alone. It'd be too risky. Thanks. I owe you one. You already do. I'm sentencing her to final death. Damn it. Ja. Schicken wir alle in den Tod. Einfach so. Gut, wäre auch zu einfach gewesen, hätten wir ihn einfach so überzeugen können. Einfach so. Mit einem Talk. Natürlich müssen wir dafür was leisten. Jedi for the Jedi Survivor Official Teaser. Okay. So, gucken wir da gleich mal rein. Morgen Abend, jetzt Samstagabend, machen wir übrigens Mario Kart. Ich habe es immer noch nicht gespielt. Ich bin wahrscheinlich immer noch super kacke und weiß immer noch nicht, wie man dieses Spiel spielt. Aber das kriegen wir einfach spontan morgen schon irgendwie hin. So, jetzt können wir uns noch einen Trailer. Da muss ich schlafen, weil ich muss gleich wieder aufstehen zur Arbeit. So. Tell me, Cal Kestis, why lead when they won't follow? Warum führen, wenn sie nicht folgen? Why fight when you can't win? What is your next move, Jedi? Wer ist da in diesem Bot? Wer oder was ist das in diesem Bottich? Langes, blondes, wallendes Haar.
nächstes Jahr. Cool. Cooli. Cooli. Ich auch nicht. Aber ich bin auch nicht so drin. Der Meister war tot, oder? Ja, ich weiß aber nicht, wer sein Meister war. Ich hab's zwar durchgespielt, aber keine Ahnung. Gar kein Plan. Waren ja alle tot. Mäßig. Gut, vielleicht finden wir es bis morgen raus, wer das könnte sein. Es ist Silphird, okay. Ist okay, dass Trailer einfach so kommt. Finde ich okay. Bin ich voll fein mit. Und ich bin jetzt fein damit, dass ich gleich auf Toilette gehe, weil, ey, ich muss so dringend Strolli machen. Und wünsche euch erstmal eine wunderschöne gute Nacht, einen schönen Start ins Wochenende. Passt auf euch auf, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern. Wir sehen uns morgen 19:20 Uhr geht's dann los mit Mario Kart. Außer die leben, die waren nicht tot. Das ist sehr richtig. Aber wir haben auch tote Leichen. Wir sind heute mit toten Leichen durch die Gegend gelaufen. Das war auch völlig in Ordnung. Sodle, ich wünsche eine schöne gute Nacht. Bleibt gesund, passt auf euch auf, lasst euch nicht ärgern. Wir sehen uns morgen zwischen 19 und 20 Uhr. Fangen wir an mit Mario Kart. Und dann gucken wir mal, wie lange das geht. Ihr könnt gerne mitspielen, falls ihr das Spiel besitzt. Switch-Freundescode gibt es morgen dann nochmal. Notfalls. Geht ja zügig. Bis dahin, passt auf euch auf. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Schlaft schön. Danke für die Follows. Danke für die Follows. Und eine wunderschöne gute Nacht. Einen schönen Start ins Wochenende. Jarena, schöne gute Nacht. Schweinsmann, gute Nacht. Nest, schöne gute Nacht. Ab ins Bett mit dir nach den 22 Stunden. Alle, die sich im Blog befinden, eine wunderschöne gute Nacht. Vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sehen uns hoffentlich alle morgen wieder. Bis dahin, alles Gute und haut rein. Bye, bye. So, jetzt nochmal 13 Stunden Marvel's Future Revolution im Bett spielen. Nebenbei Baki gucken. Oder wird er schon?